dem PlanPro DATEV Kassenarchiv-Modul können Sie ganz einfach Kassendaten in das DATEV Kassenarchiv übertragen und dort archivieren. Die Übertragung erfolgt automatisiert, revisionssicher und unter Beachtung der GOBD. Weiter ist durch die Archivierung durch das DATEV Kassenarchiv im Falle eines Kassenverlusts oder Beschädigung die Datensicherung gewährleistet. Es können Belegbilder, Kassensystemparameter sowie Transaktionsdaten übertragen werden. Die Definition weiterer Formate ist darüber hinaus auch möglich. Die Anwendung ist .NET-basiert und lässt sich individuell auf verschiedene Anforderungen bzw. auf unterschiedliche Applikationen und Kassensysteme anpassen. Die Anwendung besteht aus zwei Komponenten. Zum einen einer Konfigurationskomponente, in der alle Einstellungen vorgenommen werden können, zum anderen aus einem Service, welcher im Hintergrund läuft und die Übertragung der jeweiligen Dateien aus der Kasse in das DATEV Kassenarchiv durchführt. Um die Anwendung zu installieren, führen wir zunächst den Installer des Archivs aus. Dazu öffnen wir die entsprechende Datei mit einem Doppelklick. Wir akzeptieren die Lizenzvereinbarung und wählen den Installationspfad aus. Anschließend klicken wir auf Installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, beenden wir den Installer. Nachdem die Installation durchgeführt wurde und die Lizenz aktiviert wurde, können wir das Modul starten, um die Anwendung zu konfigurieren. Auf die Aktivierung der Lizenz wird in der Anwendungsdokumentation präzise eingegangen. In dem sich öffnenden Fenster können wir den Ordner für die zu archivierenden Dateien auswählen, sowie ein Intervall festlegen, in welchem die Dateien in das DATEV Kassenarchiv übertragen werden sollen. Weiter muss unter DATEV-Einstellungen das passende Unternehmen ausgewählt werden. Wir melden uns mit dem DATEV Kassenarchiv Online-Konto an und wählen das Unternehmen aus. Anschließend speichern wir die Konfiguration. Danach gehen wir in die Windows-Dienste und starten den Dienst PlanPro DATEV Archiv neu. Der Dienst ist nun aktiv und führt die Synchronisation der Kassendaten in dem festgelegten Intervall durch. Wir wechseln ins LS-POS und führen eine Transaktion durch. Nachdem wir einen Artikel gewählt haben, bezahlen wir und beenden das LS-POS. Dabei haben wir das System so konfiguriert, sodass die Belege in dem gleichen Ordner abgelegt werden, welcher bei der Konfiguration des PlanPro DATEV Kassenarchivs ausgewählt wurde. Dieser befindet sich bei uns auf dem Desktop unter Belege. Wir können hier die Daten der durchgeführten Transaktionen mit den jeweiligen Kassensystemparametern einsehen. Wir müssen nun abwarten, bis der Service des PlanPro DATEV Kassenarchiv-Moduls die Synchronisation ausgeführt hat. Dies geschieht in dem von uns festgelegten Intervall und kann daher einige Minuten in Anspruch nehmen. Sobald die Synchronisation durchgeführt wurde, werden die entsprechenden Dateien in dem Unterordner Uploaded verschoben. Der Datenaustausch ist somit abgeschlossen und die Daten wurden erfolgreich an das DATEV Kassenarchiv übermittelt. Wir können somit das DATEV Kassenarchiv im Webbrowser aufrufen und unsere archivierten Dateien dort einsehen